Ihr wollt im Winter erfolgreich auf Weißfische gehen? Dann haben wir hier 4 Tipps für euch. Seid gespannt. Hallo mal wieder und herzlich willkommen bei MS Friedfischen TV. Und für alle Neulinge, die meinen Namen nicht kennen, mein Name ist Michael Schlögel. Ich bin selbstständig, führe Angelkurse durch im Privatcoaching und auch in der Gruppe. Und wem das gefällt, der kann sich unten in der Videobeschreibung gerne die Infos holen. Und jetzt zum Film. Kommen wir nun zum Wintertipp Nummer 1. Wenn das Wasser kalt ist, halten die Fische sich in ganz bestimmten Wassertiefen auf. Das sind sogenannte Treppen hier, vor allem in den tiefen Gewässern. Und man weiß dann oft nicht, wenn man nicht oft draußen ist, wo die Fische stehen. Also die wandern auch schlecht. Aus diesem Grunde angel ich gerne mit 2 Routen auf unterschiedliche Wassertiefen. Ich lote die vorher aus, dass sie auch mindestens mal 1-2 Meter Wassertiefenunterschied besteht, hier mit dem Sinkwackler, und arbeite mit einer Routenauflage bzw. mit 2 Routenauflage. Da liegen die 2 Routen drauf. Die eine Route werfe ich auf links auf 11 Uhr. Während die andere, gebe ich euch den Tipp, gespreizt, wegen der Druckwelle allein schon und dann auch wegen dem Drill, auf 1 Uhr platziere. Der Vorteil ist, man sieht dann am besten, wo die Fische sich denn aufhalten. Und das Zweite ist, im Winter wirft man echt ganz wenig. Wer viel wirft, wird oft bestraft und fängt dann gar nichts. Und somit habe ich mit 2 Routen werfe ich natürlich mehr und kann immer wieder üben, werfen üben, Präzision, und weiß dann ganz genau, wo die Fische beißen. Und jetzt zum Marvin. Nun kommen wir zum Wintertipp Nummer 2 von meiner Wenigkeit. Ich habe es gerne im Winter flexibel zu sein, daher angle ich gern mit dem Flatkorb oder auch mit dem normalen klassischen Futterkorb bzw. mit dem normalen Vorfach, wo dann die Made dran hängt oder der Wurm. Dabei hilft mir entweder 2 Routen oder die 13,5er Montage. Damit kann ich reagieren, ob die Fische ins Futter gehen, auf dem Flatkorb, oder ein bisschen hinterm Futterplatz stehen mit unserem 80 oder Meter Vorfach. Das war's von mir. Nächster Tipp folgt. So, nun kommen wir schon zum 3. Tipp von meiner Seite aus. Im Winter ist es kalt, Hände sind kalt, Wasser ist kalt, man langt die Fische an. Und somit hat man kein Gefühl in den Händen, um weit rauszuschmeißen oder den Köder zu montieren. Daher ist ganz hilfreich, habe ich immer einstecken, einen Taschenwärmer. Habe ich sogar 2, auf jeder Seite ein. Wenn mir kalt ist, Hände sind kalt, stecke ich sie kurz hier in die Tasche. Warte ein paar Sekunden, ruckzuck sind sie warm und ich kann sauber die Köder beködern. Kommen wir nun zu Wintertipp Nummer 4. Wintertipp Nummer 4 ist abgestimmtes Setup. Das heißt, im Winter befindet sich der Fisch im Stoffwechsel, der saugt ganz leicht nur die Köder an, und das müssen wir lesen können anhand der Fiederspitze. Das heißt, in dem Moment sind im Winter ultra feine Fiederspitzen angesagt, 0,5 Unze auf die Skimmer, auf die Rotaugen, und dazu passend natürlich auch die geflochtene Schnur. Hier sind noch 4 Umdrehungen geflochtene Schnur drauf. 4 Umdrehungen monophile Schlagschnur drauf, darunter dann die geflochtene Schnur. Das reduziere ich im Winter, und zwar bin ich da radikal. Und ihr seht, 1 Meter monophile Schlagschnur habe ich da nur im Einsatz, und die monophile dient eigentlich nur, dass da keine Verwicklung gibt. Freilauf oder 13,5er Montage. Und der Biss kommt direkt, und da ist der Knoten drauf gebunden. Das ist komplett die geflochtene Schnur. Und die Harmonie, die abschließend ist natürlich, dass man auch eine super feine Rute hat, die Aktion zeigt. Und somit bin ich gut gewappnet, um schöne Silberlinge fangen zu können. So, das waren jetzt für uns die 4 wichtigen Wintertipps. Ja, und das war's mal wieder, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. MS und MS. Ciao. Ciao.